Wir benötigen einen Außen- und einen Innenstoff mit den Maßen 37 x 29 cm jeweils. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein entsprechend großes Volumenvlies ausschneiden. Das wird dann einfach an den Außenstoff mit dran genäht. Dann brauchen wir zwei Stoffe für die Innenfächer mit den Maßen 31 x 29 jeweils. Dann ein weiterer Stoff mit den Maßen 29 x 25 für das kleinere Innenfach. Dann brauchen wir noch ein Gummiband, das ungefähr 35 cm groß sein muss. Als erstes nehmen wir eines der beiden Innenfachteile und das kleine Innenfachteil, knicken das links auf links in der Mitte und dann legen wir das so aufeinander, dass die offenen Kanten bündig aufeinander liegen. Um jetzt diese Taschen zu bilden, werden wir jetzt in der Mitte einmal nähen. Als nächstes legt ihr euch den Außenstoff mit der rechten Seite nach oben vor euch hin und mit dem Volumenvlies auf der Rückseite. Dann nehmt ihr euch den zweiten Stoff für das Innenfach und knickt es auch in der Mitte. Und das kommt dann hier rechts auf unseren Außenstoff mit den offenen Kanten nach außen. Dann nehmt ihr euch euer Gummiband und legt es hier auf die linke Seite. Am besten fixiert ihr das gleich mit Klammern, weil da sollte schon auch eine gewisse Spannung drauf sein. Dann nehmen wir uns diese Innenfachteile, die wir gerade genäht haben, und drehen sie auch nochmal um und mit der offenen Seite hier links. Und dann kommt der Innenstoff, der mit der rechten Seite nach innen einfach draufgelegt wird. So, das stecken wir jetzt erstmal alles fest. Bevor wir dann nähen, klappen wir jetzt hier den Innenstoff noch einmal nach außen und nähen nur hier runter, damit wir dann quasi hier eine Öffnung auch lassen können, um das Ganze zu wenden. Wenn das jetzt hier genäht ist, können wir das Ganze wieder zuklappen und feststecken. Und dann nähen wir alles zusammen. Das heißt, wir lassen hier eine Wendeöffnung von ca. 8 cm und nähen dann entlang des Randes hier komplett entlang. Und an der Stelle, wo das Gummiband ist, am besten nochmal doppelt drüber fahren. Um das Ganze dann besser wenden zu können, schneiden wir uns die Kanten und Ecken noch ein bisschen zurück. So, wenn das dann gemacht ist, können wir das Ganze durch diese Wendeöffnung wenden.
Wenn ihr das Ganze jetzt noch so vor euch liegen habt, müssen diese Taschen nochmal nach außen gestülpt werden. So, das Gummiband liegt hier außen. Dann könnt ihr das Ganze befüllen und seid auch schon fertig.